Das ist schlimm, ne? Ich freue mich, hier gewesen zu sein diese Woche. Und ob das gut Deutsch wäre, kann ich nicht sagen. Aber ich freute mich, diese Woche teilzunehmen. Und ich hoffe, dass jeder etwas für die Zeit hier erhalten haben. Ich habe. Die Zeit hat sich gelohnt, hier zu kommen. Der Fahrt, alle hier, die besondere Leistung, das gefordert wird, hier in den Bergen zu fahren, es hat sich gelohnt. Also Johannes, Kapitel 20. Ich lese ab Vers 19. Am Abend aber desselbigen Sabbats, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als das sagte, zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da das sagte, blies sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der 12., einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jesu kam. Das sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich in seinen Händen sehe die Nägelmale und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, will ich es nicht glauben. Und über 8 Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Bruder Dominik, kannst du für mich beten? Gerne. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute wieder nochmal zusammen sein können. Wir danken dir für die vergangenen Tage und Predigen, die wir hören durften, deine Anwesenheit hier. Und ich bitte jetzt auch, dass du durch Edwin zu uns sprichst, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst für das, was du uns mitteilen möchtest. Ich bitte das alles in deinem heiligen Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Es ist ein guter Text hier. Ich liebe diesen Text. Ich denke, es ist ein bisschen grausam, wenn man überlegt, was gefordert wird. Hey, weißt du, was Gott getan hat? Er gab Mühe. Gott gab eine Menge Mühe. Gott hat sich viel getan, um Menschen zu retten von der Hölle. Gott hat hier einen extra Schritt genommen. Er scheint und lässt sie sehen, seine Hände und seine Seite, ohne dass sie das gefordert haben. Nun, ich weiß nicht, wer du heute hier bist, aber bist du so einer, der wird sagen wie Thomas, es sei denn, dass ich in seine Händen sehe die Nägelmale und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, will ich es nicht glauben. Bist du so einer, der kommen würde und sagen, ich möchte in deine Wunden, was du für mich gelitten hast, ich möchte stecken rein und fühlen und sehen, ob du wirklich hier verwundet bist, wegen meiner Sünde. Nee, ich hoffe, dass da gibt es keiner heute hier, der so hartnäckig ist, dass man muss die Nägelmale mit seinem Finger hier einstecken lassen
bevor man überhaupt glauben wird. Weißt du, wir leben in einer Gnadenzeit. In Hebräer Kapitel 2, ich liebe die Bibel. Ich liebe die Bibel, weil erstens, es hat mich geändert. Es hat mich offenbart und dann geändert. Und es tut das, wie kein anderes Buch tun kann. Es gibt keine andere Philosophie, kein anderes Buch hat die Lösung der Sünde drin. Und in Hebräer Kapitel 2, der Herr gibt uns hier eine kleine Satz hier, ab Vers 1. Darum sollen wir desto mehr wahrnehmen das Wort, das wir hören, dass wir nicht dahin fahren. Denn so das Wort fest worden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jegliche Übertretung und Ungehorsamkeit empfangen seinen rechten Lohn. Wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten, welche nachdem sie erstlich gepredigt ist durch den Herrn, ist sie auf uns kommen durch die, so es gehört haben, und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern, mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hey, der Herr hat es getan, nach er wollte. Aber er wollte, dass Menschen hier zum Glauben kommen könnten. Und deswegen hat er hier sich gegeben. Weißt du, was Vers 2 sagt? Dass die Engel geredet ist, und ein jegliche Übertretung und Ungehorsam hat empfangen sein rechten Lohn. Sein rechten Lohn ist hier an Jesu Christi gegossen, hier auf dem Golgatha-Kreuz. Und da hat er bezahlt für unsere Sünden. Die Missetaten haben ihren rechten Lohn gekriegt. Und wenn ein Mensch, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten? Wenn ein Mensch das ablenkt, was Gott für ihn getan hat. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2 sagt, denn er spricht, ich habe dich in der angenehmen Zeit gehört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Der Herr will wissen lassen, es ist keine Zeit zu verschieben. Es ist keine Zeit zu überlegen. Die Zeit ist hier momentan. In der Blick, in der Augenblick, worin wir jetzt sitzen. Ich erinnere hier eine Frau, die ich kenne von hier Arbeitsstelle. Die ist eine gute Freundin, aber ungläubig. Und die haben diese Terroristattack hier in Frankreich. Ich weiß nicht, es ist ein paar Jahre her. Ich verliere die Zeit mit hier Corona. Corona hat alles durcheinander gebracht, ehrlich. Die Zeit, vor Corona, ich war noch jung. Nach Corona, ich weiß nicht, was jung ist. Allerdings, da gab hier eine Terroristattacke. Das war weit vor hier der Corona überhaupt hier eine Sache war. Und die saß dort und sie schrieb in eine Gruppe, wir haben eine Gruppe von Mitarbeitern, die wir schreiben etwas interessant. Und sie schrieb, man sitzt fassungslos davor und überlegt sich, wie das noch werden soll. Und alles sozusagen im Namen Gottes. Weil die Mohammedaner haben das im Namen hier alle gemacht, aber sie mischt das rein mit Namen Gottes. Aber alles sozusagen im Namen Gottes. Sie schiebt Gott die Schuld, für was diese Götzenanbeter hier getan haben. Und dann hier ist der Hammer. Sie sagt, ich bin froh, Atheisten zu sein. Als ob die Atheisten friedliche Leute sind. Wenn du rechnest, wenn du einen Tagesrechner hättest, wie viel die täglich getötet haben, verhungert, eine grausame Möglichkeit. Und weißt du, ich weiß nicht, was hier Putin hat für hier eine Glaubenserkenntnis, aber vermute ich, Atheist, oder? Ist er nicht? Ist er orthodox? Ja, das ist eins und dasselbe.
Der ist so kein Sache. Aber weißt du was? Als Ukraine attackiert, die gleiche Frau sagte, er ist ein Ungeheuer, der ist hier schlechter Mensch. Und ich dachte über all das und ich saß fassungslos und überlegte, was schätzt die von Menschen? Der Herr weiß, wie Menschen geschätzt werden sollen. Na, genau zu diesem Zeitpunkt, mit hier alle die Bedrohungen und alles, was hier auf uns kommt, brauchen wir als Christen. Wir haben gesprochen heute diese Woche über hier, ich sage hier zu viel, oder? Ihr könnt mir helfen, wenn ich hier zu viel sage, sag mir nachher, sag mal, du sagst hier zu oft. Aber zu diesem Zeitpunkt, wir haben gesprochen hier über Botschafter an Christi Stadt diese Woche. Und die Botschaft ist klar. Das Evangelium Jesu Christi. Und genau zu dieser Zeit brauchen wir das Evangelium verteilen. Wir brauchen das nicht verteilen, wir brauchen es predigen. Weißt du, Paulus hat das Evangelium geschätzt. Wenn du liest in der Bibel, in dem Neuen Testament, und liest von Paulus, du liest nicht weit, vor er spricht von das Evangelium. Er spricht entweder über Jesu Christi oder das Evangelium. Und er sagt in Römer Kapitel 1, Vers 14, ich bin ein Schuldner, beide. Der Griechen und der Ungriechen, beide, der Weisen und der Unweisen. Das ist hier ohne hier ansehende Person. Er schuldet sich der Griechen, der Ungriechen, der Weisen, der Blöden. Er schuldet sich alle, das Evangelium zu predigen. Darum so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Na, das ist hier ein Mensch, der schätzt die Fähigkeiten des Evangeliums. Das ist ein Mensch, der wirklich glaubt, dass Gott offenbart wurde in Fleisch, starb, blieb tot 3 Tage und ist auferstanden und gibt uns die Möglichkeit, neues Leben zu empfangen. Das ist hier einer, der so überzeugt worden ist, der Paulus. Paulus kannte die Fähigkeit des Evangeliums. Er weiß, was es in ihm getan hat und er weiß, was es beim Menschen auch tun kann. Er weiß, dass das Gottes Weg ist, sündige Menschen gerechtfertigen zu können. In Römer Kapitel 1, Vers 16, er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht alle. Weißt du, alle ist ohne Ausnahme. Es kann selig machen alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sind einmal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Ich sage euch, er hat das Evangelium geschätzt. Er sagt in einer anderen Stelle, in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Eine Torheit denen, die verloren werden. Er versteht, dass ein verlorener Mensch kann nicht begreifen, dass es gibt hier Kraft Gottes, dass es gibt ein außerirdisches Wesen, der hier Schöpfer ist von diesem Universum. Und er hat hier einen Plan, er hat hier angeschaut und sieht, dass Menschen sind allzumal Sünder und mangeln die Ruhen, die wir bei ihm haben sollen. Und er hat was vorgemacht, er hat etwas vorgeplant. Das ist Torheit zu einem ungläubigen Menschen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber. Das ist uns. Wenn Jesu Christi in uns wohnt. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die? Hey, wir haben hier seit 1945 Frieden gestellt, nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Wir sind so klug. Friede herrscht überall in der Welt. Oh, es herrscht in unserem Garten. Und meisten Leute, Hauptsache zu denen ist, mein Garten friedlich bleibt. Wenn mein Garten überreicht, dann suche ich hier eine Lösung. Menschen sind so klug, dass sie keine Frieden auf Erde bringen können. Sie haben es auch nicht mitgekriegt, dass sie das nicht tun können. Die meinen hier, die beste Erfindung der Welt, die Dieselmaschine, die meinen, das abzuschaffen, wird hier Frieden auf Erde bringen. Na, if das keiner hier Blödsinn ist. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Man sagt, ja, das ist ein bisschen töricht, was du jetzt machst. Hier, du brauchst nicht so laut schreien. Und alles. Hey, weißt du was? Ich bin aufgeregt. Ich weiß, dass der Herr nutzen kann, die Torheit einer Predigt. Der Herr kann das nutzen. Und ich möchte nicht in seinen Weg stehen. Aber ich sage euch, ich bin gespannt, was der Herr tun kann in diesem Evangelium, was er uns gegeben hat zu predigen. Menschen haben das Evangelium gehört, aber es schmeckt ihnen bitter. Weißt du, der Tod ist bitter manchmal. Und wenn du das Evangelium hörst, hörst du von der wohlverdiente Strafe, wohlverdiente Strafe, die wir hier verdient haben. Wir haben es verdient. Und das ist bitter zuzugeben, weil es den Tod zu dem Leben für sich selbst spricht. Weißt du, der Mensch möchte hier für sich leben. Er möchte für sich alles schaffen. Er möchte alles in seiner eigenen hier Lösung finden. Gott sagt, wo sind die Klugen? Er weiß, wo deine Sünden sind. Er weiß genau, wo deine Sünden sind. Und was er erwartet ist, dass du findest eine Stelle, wo er die nicht finden kann. Und da ist hier die Rätsel hier der Sünde. Trotz Ablehnung von Menschen öffnet Gott nochmal seine Hände. Er macht seine Hände auf und er sagt hier, greife rein und sehe, schmecke und sehe, was ich geschmeckt habe. Die Löcher sind in seine Hände. Die Löcher sind in seiner hier Seite. Die Loch ist in seiner Seite. Der hat es bezahlt. Er lässt uns wissen, dass er bezahlt hat. Und er ist zufrieden. Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, dass Christus gelitten hat, die Gerechte für den Ungerechte. In Römer Kapitel 10, Vers 20, Jesaja aber darf wohl so sagen, ich bin erfunden von denen, die mich nicht gesucht haben, und bin erschienen denen, die nicht nach mir gefragt haben. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu dem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht. Hey, dem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht, zu der damaligen Zeit war es Israel. Aber Gott konnte das genauso uns sagen. Gott konnte das genauso zu uns sagen, dass er seine Hände ausgestreckt hat zu einem Volk, das nicht sagen lässt und widerspricht. Weil Menschen suchen einen Grund zu beweisen, Gott nicht gebe. Menschen probieren zu beweisen, dass seine Lösung reicht sie nicht zu. Genau wie Gott sprach zu Israel damals, spricht er zu uns heute. Na Leute, wie damals die Juden, Leute widersprechen Gottes Wort. Sie halten sich für klug und halten sich für weise. Aber Gott sagt, was wir zu den Weisen tun wird, zunichte machen. Leute verleugnen Gottes Wort. Hey,
der einer hier, Hofprediger, von Friedrich der Große, ich glaube es war, der sagte, der ein Beweis, dass die Bibel gibt, Israel. Israel. Ich sage, Leute, sie verleugnen Gottes Wort, verleugnen zu viel Wahrheit. Die Leute widerstehen Gottes Wort, sie widerstehen etwas, das kräftiger ist als sie. Man sagt, wenn Gott so kräftig ist, warum kann er nicht mich brechen? Warum kann er mich nicht beugen machen? Er kann. Er kann und er will. Aber er probiert hier sanftmütig zu sprechen. Er probiert mit Gnade und Barmherzigkeit erst zu reichen. Sprüche Kapitel 21 sagt, einen jährlichen dünkt sein Weg recht sein, aber allein der Herr macht die Herzen gewiss. Gott kann die Stolzen hier anschauen und die Demütigen. Und das kann er wohl tun. Denke nicht, dass er kann deine hier stolze, hofartige Herzen hier nicht beugen. Er kann. Das, was Gott bereitet hat, denen. Wir fingen an diese Woche mit 1. Korinther Kapitel 2. Lass uns dort aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 2. Ich werde heute probieren, einen Kreis zu machen, damit der Kreis zugemacht wird. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 lesen wir. Ja, ich bin in Kapitel 9, deswegen macht keinen Sinn, was ich lese. Es hilft, wenn man hier die richtige Stelle findet. Wenn ihr auf 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, ihr werdet sehen, dass kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz kommen ist, dass Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Ich hoffe, trotz meiner Schwäche, ich kann nicht für die anderen Schwäche sprechen, aber kann für meine sprechen. Ich hoffe, dass trotzdem wir haben eine bessere Vorstellung, was Gott bereitet hat uns, die ihn lieben. Ich hoffe, dass mindestens wir können näher zukommen zu der Stelle, wo Gott offenbart sich und wir haben einen besseren Blick in die Ewigkeit. Ich hoffe, dass alle gestärkt worden sind, erquickt. Wir haben gebetet für Erquickung, wir haben besprochen über Erquickung und ich hoffe, dass wir erquickt sind. Na, die Welt liegt in einer Krise. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Seit Corona ist die Welt in einer Krise. Nee. Seit Adam und Eva gefallen sind, ist die Welt in einer Krise. Seit Adam und Eva. Wir merken es schon in den letzten paar Jahren. Wir sollen das auch mitkriegen. Der Herr offenbart sich in Krieg, in Probleme. Und viele Leute vergessen. Ich vergesse nicht, ich weiß nicht, ob hier Nico wird erinnern, weil er so viele Konferenzen zwischen sich hat. Aber die erste Konferenz, die ich mit ihm gemacht habe, war in Hank Thomasons hier Haus. Und wir gingen da, es war Hank Thomason, seine Familie, es war Nico und ich. Und ich sagte, wenn keine Leute kommen, es wird nichts taugen. Er sagte, wenn wir kommen, die merken, dass es wichtig ist. Wenn es wichtig zu uns ist, dann wird es wichtig zu denen. Und weißt du, das Problem heutzutage, Christen müssen machen sicher, dass Leute merken, es ist wichtig zu uns. Es ist mir wichtig, es ist dir wichtig, es ist der Verlorenen wichtig, es ist für jeder Mensch auf dieser Erde wichtig, dass wir merken schon, es gibt einen Gott,
Und ist nicht mehr lange hier barmherzig. Viele vergessen alle ihre Sünden. Aber Gott vergisst nicht. 4. Mose Kapitel 14, Vers 18 sagt, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetaten, Übertretungen und lässt niemand ungestraft, sondern heimsucht die Missetat der Väter über die Kinder ins 3. und 4. Glied. Gott vergisst nicht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Weißt du, warum er nicht vergessen kann? Er ist offenbart im Fleisch und die Menschen liebten sein Licht nicht. Sie liebten ihre Finsternis mehr denn das Licht. Gott vergisst das nicht. Gott vergisst nicht, dass du zufrieden bist mit deinem sündhaftigen Zustand. Er kann das nicht vergessen, weil er hat einen Preis bezahlt. Gott vergisst auch nicht, dass er den Weg bereitet hat, sondern mit ihm versöhnt zu sein. Er vergisst das nicht. Wenn ein Mensch, wie wir am Anfang gesagt haben, Gott hat viel Mühe gegeben. Er macht das so leicht wie möglich, dass ein Mensch nicht in der Hölle schmoren soll. Der liebe Gott ist ein lieber Gott. Er ist mehr lieb als wir. Denke nicht, dass du liebst mehr als Gott. Denke niemals, dass du so lieb bist, dass du outliebst Gott. Matthäus Kapitel 24, Vers 5. Er gibt uns einen Blick in die Zukunft. Hier ist, was kommen wird an dem Tag, wenn Gott seinen Zorn auf Erde gießen wird. Er sagt, denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin Christus. Und werden viele verführen. Meine Frau, sie hat mir hier ich gucke das nicht so oft, ich interessiere mich nicht so viel. Vielleicht soll es mehr interessieren, aber sie schickte mir hier ein Video. Die haben ein Lied zu singen über diese Volodymyr. Sie haben ein Lied von ihm. Er wird die Welt retten. Wo es Zeit gibt hier und sehen, ob er überhaupt Ukraine retten kann. Aber die sagen, die Video sagte, dass er Teil jüdisch ist, der Antichrist wird Jude. Und dass er konnte der Antichrist sein. Weißt du, die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 8, gleicherweise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben, aber sie werden es die Länge nicht treiben. Und weißt du, dieser Mann, Volodymyr Zelensky, wenn er überhaupt ist, der Antichrist, er würde es nicht in der Länge treiben. Er hat 7 Jahre höchstens und er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Na, ich sage, wenn du fragst mich, meine ich, ob er der Antichrist ist? Mir ist egal, völlig egal. Er kann der Antichrist sein. Ich werde ihm kein Traktat geben, bis ich ihn sehe. Wenn ich ihn sehe, ich gebe ihm einen Traktat. Ich probiere ihn zu evangelisieren. Weil ich glaube, das Evangelium hat Kraft. Es kann so einer, ob er hier der Antichrist ist, interessiert mir gar nicht. Weißt du, ich warte auf einen Jude, aber nicht auf einen Jude, der hier sitzt in hier Ukraine und bittet hier Hilfe von all den anderen Ländern hier, sein Land hier mit Panzern und alles zu verteidigen. Nee, ich sage euch, was der Herr gibt mir. Na, das ist alles negativ. Wir haben diese Woche gesprochen, von Drohungen abzufallen. Das war hier eine Warnung, das wohl zugehört sein soll. Ein Mensch, der meint, dass er nicht fallen kann, ist schon unterwegs zu dem Boden. Der ist unterwegs runter. Wenn du meinst, dass du nicht fähig bist, hier abzufallen,
von deiner christlichen Wandel? Warte ab, der Herr wird dir zeigen. Dann, wir haben gesprochen vom Götzen im Herzen, oder gehört vom Götzen im Herzen. Und die Tempelreinigung, und der Tempelbau, und dann Gottes Tempel am Ende. Wir sind klüger, heute sind wir klüger, als wir waren am Montag. Wenn nichts, selber schuld. Gott hat die Speise auf den Tisch gestellt und sagt, komm, fresse. Und ließ uns fressen, wie seine Lämmer. Ein Lamm isst nicht, er frisst, oder? Er hat uns gespeist. Aber 1. Thessalonik, Kapitel 4, Vers 16, gibt uns hier eine positive Stelle. Das ist der Jude, ich erwarte. Das ist der Jude, der mir interessiert. Das ist der Jude, der mir anrufen würde. Und eines Tages werde ich ihm in der Luft hier springen und sagen, mein Herr und mein Gott. Und der letzte Gedanke, das in meiner Sinn wird hier ist, lass mich die Löcher hier mit meinen Fingern drücken. Die Bibel sagt in 1. Thessalonik Kapitel 4, Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir. Na, wir ist die Leute, die Jesu Christi in Anspruch genommen haben. Die haben sich gebeugt und sagten, meine Sünden sind zu heftig für mich. Meine Sünden kann ich nicht lösen. Meine Sünden kann ich nicht verstecken. Na, einige Leute sind immer noch am Probieren zu verstecken ihre Sünden, meinen, dass sie es schaffen können. Deine Sünde wird dich offenbaren. Und der Herr sagt uns deutlich und klar, wir sind nur die Leute, die mit dem Blut des Herrn Jesu Christi gewaschen sind. Danach wir, die wir leben und überbleiben, wir sind die Leute, die Jesu Christi für seine hier Leiden akzeptiert haben in unserer Stadt, werden zugleich mit denselbigen hingerufen werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Weißt du, was das ist? Das ist ein Trost zu einer Welt, das hier nicht getröstet werden kann in kurzer Zeit. Unsere Hoffnung ist unser Trost. Now 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9. Ich sage euch, ich merke, es ist etwas anderes, dass ich zu viel sage. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 lässt uns wissen, was spricht, ist unmöglich mit irdischem Sinn vorzustellen. Kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz kommen ist, das Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Kein Mensch kann das verstehen. Bis Jesu Christi zieht ein. Und das sagt er in Vers 10, uns aber. Das ist kein Aberglaube, das ist eine Ausnahme zu den Regeln. Die Ausnahme zu den Regeln, wenn du Jesu Christi in dich hast, du hast den Heiligen Geist Gottes und er offenbart diese Sachen zu uns in einer Welt, der wird keine Offenbarung mehr geben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Ich denke, wie wunderschön es wird sein. Ich habe eine gute Zeit an diesem Berg, obwohl es hier meine Frau hat mehr Farbe mit nach Hause zu bringen an ihr Auto. Der Lack ist hier andere Farbe. Es ist ein Zeichen of Frieden. Ein Zeichen of Frieden. Es ist viel besser, als wenn es hier ein Teil von diesem Minibus hier mitgebracht hätte. Aber das Klima, wo wir hingehen werden, die sagen, es ist perfekt null.
wo kein Veraltung geben kann. Bei perfekt nur wird man nicht veralten. Das für mich ist eine Hoffnung. Ich habe veraltet so schnell in den letzten paar Jahren. Der Bruno ist ein guter Freund von mir. Wir haben ihn kennengelernt jahrelang. Wir waren beide jung. Wir haben beide hier ein bisschen gerannt damals. Das war damals. Und der brachte mir hier some, ja, ich weiß nicht, Heilmittel. Ich kann kaum warten, das zu nutzen, sehen, ob es mir jung wieder macht. Aber der ist ein Tag, wenn die Bibel sagt, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 48, welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen. Und welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, also werden wir tragen das Bild des himmlischen. Das heißt, eines Tages, dieser Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dieser Verwesliche wird anziehen als Unverwesliche und die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Ich kann das heute nicht sagen, wo ist deine Stachel, weil ich in seiner Reichweite bin. Aber an dem Tag werde ich werde sagen, Tod, 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 komm mal her, spiele mit mir jetzt. Der Tod kann nicht mehr spielen mit mir, weil ich bin Unverweslichkeit angezogen. Der kann sogar meine Seele nicht antasten jetzt. Wo ist der Sieg? Jesus Christus. Das Evangelium, das Paulus gerühmt hat. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und eines Tages wird er uns begrüßen. Ich denke an Apostelgeschichte Kapitel 7. Das ist eine Stelle, dass ich öfters hier denke an, weil ich stelle mich vor, an dem Tag, wenn wir den Herrn in der Luft hier treffen werden, wie es sein wird. Hey, weißt du, Stephanus hat einen Blick. Er hat einen Blick. In Vers 55, als die Leute ihn bissen, die Zähne zusammen über ihn, weil er das Evangelium gepredigt hat. Als er aber voll Heiligen Geistes war, und ich sage euch, an dem Tag, wenn der Herr Jesus Christi uns ruft, wir vielleicht nicht so voll waren an dem Tag. Ich hoffe, dass wir alle voll im Heiligen Geist sind an dem Tag auch. Aber wenn er ruft, wenn die Posaune schaut, wir werden voll mit dem Geist Gottes. Voller als je vorher. Und wir werden sehen die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen. Na, er sah ihn stehen zur Rechten Gottes. Stell dir mal vor, wie wir ihn sehen werden. Nun, das ist für uns, die wir gehorsam sind, das Evangelium Jesu Christi. Paulus, er erwartete bei seinem Abschied, bei Christus zu sein. In Philipper Kapitel 1, Vers 23, Paulus schreibt, denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, welches auch viel besser wäre. Aber der ist noch nicht fertig mit Paulus. Weißt du, ich möchte nicht hier alt und nicht fähig, mich selber zu kleiden. Ich möchte nicht
alt und hier nicht beweglich. Ich möchte nicht ins Bett liegen den ganzen Tag. Tag aus, Tage. Meine Hoffnung ist Jesus Christus. Und weißt du, wenn lässt mir hier, ich möchte das Beste ihm geben. Das Beste. Warum soll ich zurückhalten? Er hat nicht zurückgehalten. Warum soll ich hier riskieren, was er für mich, wenn man schätzt, was er für uns getan hat? Man kann dann schätzen auch, was er noch für uns hat. Weil das Schlimmste ist vorbei für ihn. Er ist 2000 Jahre bereit in eine Stelle für mich. Ich lernte etwas diese Woche von Dominik. Ich lernte viel von Dominik diese Woche. Aber eins, was ich gelernt habe, die deutsche Bibel ist richtig, ist korrekt. Es sagt, in meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ja, die anderen Leute, die King James Leute, sie sagen, in meinem Vaters Haus sind viele Villen. So sie sagen, dass die deutsche Bibel ist falsch. Der Dominik hat mir erklärt, eine deutsche Wohnung ist besser als eine englische Villa. Nee, aber er hat mir was beigebracht. Nach ich den Farbe an meiner Frau's schönes weißes Auto hier gefärbt habe, ich habe ein bisschen Mut verloren. Ich suchte hier einen Beifahrer, der fahren würde. Ich sagte, ich fahre nicht mehr in die Bergen, das ist nicht für mich. Und Dominik, ich sagte, Dominik, kannst du fahren? Er sagte, ja, ich fahre. Ich gab ihm den Schlüssel. Dann wir sprachen eine Weile und dann er plötzlich sagte, na, du kannst fahren, du fährst, ich fahre nicht.